Ripple ist ein Unternehmen, das grenzüberschreitende Zahlungen für die Finanzwelt modernisieren möchte. Für seine globalen Lösungen verwendet Ripple die Blockchain-Technologie, genauer gesagt den XRP Ledger mit der Brückenwährung XRP. XRP zählt zu den Top 10 Kryptowährungen weltweit. Doch die SEC-Klage und der Bärenmarkt haben am Coin genagt. Das Allzeithoch von rund 3,80 Dollar wurde seit 2018 nicht mehr getoppt. Doch der Preis ist die eine Seite, der Progress im Hintergrund die andere. Wird XRP unterschätzt? Mein Thema heute: Was bedeuten die aktuellsten XRP-Ledger-Entwicklungen für XRP? Um das Thema für dich anzugehen, habe ich mir zu Gast einen aktiven XRP-Researcher eingeladen. Unter Twitter läuft er unter dem Namen Grippenreiter, wo er insbesondere über die technischen Entwicklungen hinter der bekannten Kryptowährung berichtet. Grippenreiter möchte anonym bleiben, daher wirst du nur seine Stimme hören. Es wird spannend, von daher dranbleiben, noch schnell liken, abonnieren nicht vergessen. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Hey, du tust dir schwer, Kryptowährungen zu analysieren und den passenden Coin für dich zu finden? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. In meinem Online-Kurs lernst du mit mir, wie du in 5 Schritten in Kryptowährungen investierst. Definiere deine finanziellen Ziele, bewerte deine Coins nach einem Punkteschema und erstelle dein passendes Portfolio. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. Hallo lieber Grippenreiter, erstmal schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Dankeschön, dass ich hier sein kann. Ja. Freue mich. Mega. Wir haben, glaube ich, ein richtig, richtig geiles Thema. Wir haben uns schon im Vorfeld unterhalten. Ich glaube, wir können uns da 10.000 Stunden noch weiter unterhalten. Das Thema lautet: Es gab viele aktuelle XRP-Ledger-Entwicklungen in jüngster Zeit und natürlich wollen wir das Ganze auch so ein bisschen auseinandernehmen. Was davon ist vielleicht interessant? Wie könnte das in irgendeiner Form vielleicht den Preis beeinflussen? Auch für XRP, was könnte es für XRP bedeuten? Und ich denke mir so mal als Einstiegsfrage: Es gibt immer so wilde Zahlen, die durchs Internet rumfliegen. Wir haben 100 Dollar pro XRP, 500 Dollar und 80.000 Dollar pro XRP. Lass uns doch einfach mal ganz, anhand ein paar Rechenbeispiele, die du uns mitgebracht hast, überlegen, wie könnte man sich so einen Preis von XRP ausrechnen? Einfach mal so als Beispiel, als Zahlenbeispiel. Genau. Wir können erstmal, glaube ich, ganz grundsätzlich davon ausgehen, dass Zahlen, die so um die 100 bis 1 Million Dollar gehen, fernab von Gut und Böse sind. Ich glaube, davon kann man schon mal ausgehen. Man kann natürlich alles nicht ausschließen, aber es gibt natürlich bestimmte Bereiche, Zahlenbereiche, oder Wertbereiche, Preisbereiche, die sinnvoll sind, die schon zu erwarten sind, die man vielleicht spekulativ irgendwann mal sieht, und welche, die man halt einfach ein bisschen, die sollte man vielleicht sich aus dem Kopf schlagen. Es gibt vom Robert Mitschnick und von der Susan Essey. Susan Essey ist von Ripple damals gewesen. Die haben 2018 ein Paper rausgebracht, wo sie meiner Meinung nach zum ersten Mal versucht haben, wirklich auch mal zu berechnen, wie hoch könnte der Preis von XRP sein, wenn der Cross-Border-Payment-Markt tatsächlich von XRP beherrscht wird. Also XRP funktioniert so wie angedacht. XRP wird das tolle, coole Asset, was quasi das Korrespondenzbanking komplett ablöst, und wir nutzen XRP für grenzüberschreitende Zahlungen und grenzüberschreitende Überweisungen. Und da sind die beiden auf folgende Werte gekommen. Auch für Bitcoin haben sie das lustigerweise gemacht, aber wir bleiben mal bei XRP. Genau, es gibt 2 Werte, die sie berechnet haben. Einmal sie nennen das Low Estimate, also spekulativ quasi, was sie erwarten, wenn der XRP-Use-Case zwar erfolgreich ist, aber die Preise vielleicht doch nicht so hoch sein könnten. Dann erwarten sie bis 2030 erwarten sie 6,37 Dollar, und zwar bei einem Transaktionsvolumen von ungefähr 190 Milliarden pro Tag. Also man hat hochgerechnet, wie viele Transaktionen gibt es dann 2030 und würden die alle dann über den XRP-Ledger laufen. Genau, da gibt es natürlich auch spekulative Zahlen von der Zentralbank, und man hat halt geguckt, wie groß ist der Markt quasi vom Cross-Border Payments und wie viel Transaktionsvolumen kann man antizipieren für das Jahr 2030, und man kam auf diese beiden Zahlen. Das kann man auch nochmal schön verdeutlichen. Da hatte der gute Stedas damals mal zu der Zeit auch ein Bild gemacht,
Ne, da sieht man das auch nochmal schön. Mhm. Ne, 190 Milliarde, ne, Million, Billion, Trillion. Im Englischen ist Million, Milliarde, Billion. Also in dem Fall sind es 190 Milliarden Transaktionsvolumen pro Tag für diesen Wert und 560 Milliarden Transaktionsvolumen pro Tag für diesen Wert. Und zwar Mhm. in einem XRP Success Case. Success Case bedeutet in dem Fall, dass wirklich XRP für den Cross-Border Payment Markt als Standard festgelegt wird und auch für Währungstransaktionen genutzt wird. Auf Und jeden aber Fall auf das natürlich dann, Unternehmensseite, ne? Also wir befinden uns im Grunde Cross-Border Payments, gibt es ja verschiedene, ja, genau, Zahlungsabwicklungsebenen, das wäre jetzt genau. Unternehmensbankenseite. Ja. Cross-Border Payments wär Business to Business und Mhm. Remittance wäre normale Überweisungen. Also ich überweise von einem Land zum nächsten, dann wäre das Remittance. Und wenn ich tatsächlich eine Dienstleistung in einer Fremdwährung bezahlen will oder ich möchte wirklich von Business to Business überweisen, dann ist es Cross-Border Payments. Und also der Remittance-Markt ist auch sehr, sehr viel kleiner als der Cross-Border Payments-Markt, das Ja. muss man auch wissen. Ne? Aber was vielleicht ein bisschen ja, aufs Gemüt schlägt, ist einfach die Evaluation fürs Jahr. Ne? Also das Paper kam Mhm. 2018 raus, erwartet wurde in 12 Jahren bis 2030 wurden diese Preise erwartet. Wenn man weiß, wir sind jetzt Gab es ungefähr so bei nochmal 55 Anpassungen? Cent. Nee, es gab tatsächlich seit diesem Paper nie wieder etwas. Es gab jedoch Leute, die versucht haben, diese Zahlen nochmal neu zu interpretieren, nochmal etwas aufzufrischen mit neuen Use Cases und zu gucken, welche Zahlen sind denn realistischer. Und dazu Mhm. gab es dann irgendwann mal diesen Kalkulator, der mal rausgekommen ist. Der sieht ein bisschen unschön aus, aber im Endeffekt kann man mit dem ganz gut berechnen, welche Zahlen denn zu erwarten sind. Da gibt es 3 Voreinstellungen. Ich würde sagen, wir nehmen mal die High-Einstellung. Mhm. Das ist nach heutigem Standard gar nicht mehr so high. Damals war High, also die Höhe, also der hohe Standard war damals mal dieser Standard mit 560 Milliarden Transaktionen. Dieser ist, ist, ist quasi gar nicht mehr so hoch. Ja. Wenn man überlegt, die EZB selber sagt, 290 Trillion, also Billionen Dollar, sind zu erwarten für 2030, dann wissen wir schon, wir sind schon weit über diesem ähm, Wow. über dieser 0,56 Billionen Marke. Merkt man auch, wie schnell sich Und das in den letzten Jahren entwickelt hat, ne? Dass man ja, plötzlich ja, mit ganz anderen Zahlen und ganz anderen Volumina auch rechnen muss. Ja. absolut. Und das bedeutet natürlich auch, dass es gut sein kann, dass bis 2030, das sind noch 6 Jahre, das kann gut sein, Ja. dass diese 0,79 Trillionen, das ist diese 290 auf Tage runtergerechnet, 0,7 Trillion, also 0,79 Billionen Dollar pro Tag Transaktionsvolumen, dass selbst die noch zu klein sind. Mhm. Aber man muss festhalten, dieser Kalkulator ist komplett mathebasiert. Ja. Es ist keine Spekulation, das ist Mhm. total konservativ gerechnet. Wir rechnen mit den Zahlen, die wir wissen, die wir antizipieren können und schauen, wie der Preis wird. Genau. Deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach mal die Zahlen so durch und Gerne, probieren gerne. einfach mal ein bisschen was raus. Genau, 0,79, das haben wir schon geklärt. Das sind diese 290 Billionen Dollar pro Tag, 290 Billionen Dollar im Jahr runtergerechnet auf Tage. Dann gibt es den Gold Market Share. Das ist, da geht es nicht unbedingt um Gold, sondern es geht um den Store of Value. Wie viel Store of Value kann von dem gesamten Store of Value Markt, ne, also dazu gehören Edelmetalle, dazu gehört Bitcoin, der ganze Kryptomarkt ist in gewisser Weise Store of Value. Wie viel Prozent davon kann XRP im Steady State Year, das ist quasi das Jahr, wo alles funktioniert, wie viel Prozent kann XRP da mitnehmen? Ja, sind wir total konservativ und sagen, 5% des gesamten Store of Values ist in XRP. Mhm. Und im Vergleich, XRP hat derzeit eine Marktdominanz zu Bitcoin von nur 1,2%. Wenn man jetzt noch den Edelmetallmarkt dazu nehmen würde, Mhm. wären wir bei 0, irgendwas. Aber wir sagen mal 5%, weil wir rechnen ja von 2030. Ne? Locked Supply, das ist, wie viel wie viel ist im Umlauf. Wir haben 55 Milliarden zirkulierendes Supply, der Rest ist in Escrows oder in irgendeiner Art und Weise später mal vielleicht auch in irgendwelchen Sidechains gelockt oder in Automated Market Makern. Wir rechnen mal mit dem, was wir jetzt derzeit wissen, also die Escrow, das sind 45 Milliarden Tokens, die in der Escrow drin sind, die sind gelockt. Ja, und diese Mhm. 3 Werte alleine sorgen für die Future Value. Ich klicke gleich auf Calculate, aber es gibt noch das Evaluationsjahr, das ist das Jahr, was wir gerade haben. Und dann gibt es einen Market Growth, das ist der Wert, der quasi beschreibt, was wir antizipieren,
für eine Marktvergrößerung pro Jahr. Wenn wir das linear Mhm. betrachten, wie viel Markterweiterung erwarten wir? So, und da gibt es auch ein paar Rechenbeispiele, ne? Also Anleihen 2 bis 3% pro Jahr und Equity Market, also Stock Market, der Aktienmarkt 4,5. Wir Mhm. wissen ja, der Kryptomarkt ist irre. Ja, also theoretisch sind selbst 10% schon sehr hoch, also wirklich sehr hoch. Mhm. Aber wir nehmen mal 18, weil wir ja ungefähr auf unseren Kurs kommen wollen, den wir derzeit haben. Und Success ist, wie viel Prozent Erfolg hat Ripple bis jetzt gehabt, um dorthin zu kommen? Also wie viel Mhm. Erfolg in diesem ganzen Cross-Border-Market wurde schon erreicht? Ja, dafür müssen wir von ganz wenig Prozent ausgehen, weil einfach JP Morgan und Citi ungeschlagen immer noch als Korrespondenzbanken existieren. Und ähm, einfach ohne Regulation Ripple, einfach denen sind die Hände gebunden. Also sagen wir mal 1%. Es kann sein, dass es schon höher ist, aber wir bleiben mal konservativ. Das So, heißt, dann kommen wir angenommen, wir hätten jetzt Regulationsthemen auch, die sich noch dieses Jahr klären ließen, dann würden wir hier von der höheren dann, Rate sprechen und dann dann können würde wir alleine hier, wenn ich jetzt schon auf 20 gehe, müsste der Preis schon, da reden wir nicht von der zukünftigen, sondern von dem jetzigen, Mhm. würde er schon auf $11. Also seht, das Einfach nur, kann wenn dieser ich, kurze Pump sein, ne, der vielleicht dann das ausgelöst wird, kann, wenn irgendwas positive genau, News kommen könnten. Ne? ja, Man weiß es ja ja, nicht, aber dann der kurze Sprung, dann ist die Frage, hält es sich oder war es wirklich diese kurze Kalkulation? Ne? richtig, richtig. Genau, wir gehen mal von 1% aus. Wir haben 18% im Jahr lineares Wachstum mit einer Volatilität, einem Abschlag von 0,37%. So, das würde bedeuten, dass in 6 Jahren unter diesen Voraussetzungen 2030 der Preis bei $153 wäre. Mhm. Anhand Das ist von eine stolze Mathe. Summe. Das ist eine stolze Allein Summe. von Mathe, das ist eine stolze Summe, Leute. Und da Ja. fehlt komplett Spekulation, fehlt komplett. Ja, da fehlt quasi das komplette Aktienthema. Wir haben ja jetzt ganz Mhm. spannend, jetzt in der nächsten Zeit ist ja sehr viel in Umlauf, die ganzen Spekulationen, was um Tokenisierung von Aktien geht. Der Ja. ganze Euro-Aktienmarkt wird ja tokenisiert. Da habe ich mir auch rausgesucht, wie viele Transaktionen gibt es da, kommen dazu. Also wir übertreiben jetzt mal ein bisschen und tun mal so, als ob dieser ganze Aktienmarkt auch auf dem XRP Mhm. Ledger landen würde. Das wären dann nochmal 0,44 Trillionen. Da wären wir hier Ja. schon bei 0,2 Trillionen pro Tag. Unter denselben Mhm. Voraussetzungen würde sich das hier schon einfach mal nochmal $70 mehr. Ja, Ja. ändern wir kleine Beträge, ja, XRP nimmt plötzlich anstatt 15% nochmal $10 mehr. Ja. Mhm. Oder übertreiben wir, Also, sagen wir mal 50%. Da springen die Kurse natürlich extrem. Ja, oder jetzt durch den ja. Automated Market Maker, wir sagen mal 70 von 999, von 99 Milliarden, 999 Millionen Tokens sind 70 Milliarden gelockt, sind wir schon fast bei unseren 589. Ja. Das, das, Ja, das Geniale an der Geschichte ist auch bei XRP, wenn es auf die Tokenomics zurückkommen, wir haben ja eine Maximalsupply. Das heißt, auch hier haben wir etwas, mit was wir auch irgendwie auch rechnen können. Da gibt es nicht irgendwie so eine ja, dynamische Anpassung, dann wieder eine Ausschüttung. Also das zeigt auch ein bisschen, vielleicht auch deutlich so eine Kalkulation. Hat Vorteile, gerade wenn man einfach von der Maximalsupply auch ausgehen kann und auch genau weiß, wann gibt es die jeweiligen Ausschüttungen der jeweiligen restlichen XRP-Tokens, die in Umlauf kommen. Also die Verwässerung kann man hochkalkulieren. Also ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie ich finde, dass eine genau. Maximalsupply auch hilft, einfach solche Rechenbeispiele gut durchzuführen. Ja. Absolut. Wir wissen ja, dass die XRPs alle pre-minted sind. Ne, Mhm. das heißt, es gibt quasi keine neue Inflation. Das Einzige, was man inflationiert, ist der zirkulierende Umlauf durch die Escrow-Releases von Ripple. Das sind die größten Releases, die sozusagen im Space passieren. Und das ist die einzige äh, Inflation quasi im zirkulierenden Umlauf, die man mit einberechnen muss. Aber Stand heute wird es nie mehr als 100 Milliarden Tokens geben. Ne, es gibt eine kleine Mhm. Burn Rate, die ist aber so winzig, dass man sie vernachlässigen kann, Das ist der Spam, ne, wodurch der wir, Netzwerk-Spam. das sind Transaktionskosten. Also generell Genau. Gebühren oder auch Erstellen von Automated Market Maker Pools, zum Beispiel burnen XRPs, sodass wir auf etwas weniger als 100 Milliarden kommen. Ne, Mhm. aber man sieht jetzt schon, wenn wir überlegen, wie lange es den XRP Ledger schon gibt und XRP, da ist nicht so viel verbrannt worden. Das sind wirklich Ja. Zahlen, da würde ich nicht mit rechnen, sondern das sind einfach, man muss wissen, dass es gibt. Ja, es gibt eine gewisse Burn Rate, die ist aber so gering, dass man sie vernachlässigen kann.
Ja, also in dem Fall ist die Burnrate nicht eingeführt worden, um dann irgendwie den Token irgendwie die Umlaufmenge drastisch zu reduzieren, sondern hier geht es wirklich Absolut darum, nicht. Netzwerkgebühren, Netzwerk-Spam zu verhindern. Das ist typische, bevor Genau. man null Gas-Fees irgendwie ansetzt, macht man eine kleine Mini-Gebühr, um da einfach gewisse ja, Fehler zu eliminieren und dementsprechend ist es eine Burnrate, die wir eigentlich vernachlässigen können. Genau. Du hast Es gibt es, halt du hast, Ressourcenkosten im Endeffekt, die man mit ja, einberechnen muss. ja. Du hast es gerade schon so angesprochen und es gibt auch ein cooles Update-Video, was ich vor einem Monat mal rausgebracht habe, zum Automated Market Maker. Das ist eine ganz, ganz heiße Funktion und Entwicklung, die derzeit auf dem XRP Ledger diskutiert und eingeführt wurde. Ist ja live gegangen mit einem neuen Proposal. Kannst du vielleicht nochmal für alle, die das noch gar nicht kennen und auch für alle, die sich interessieren, mal ganz grob erklären, um was es sich bei dieser Neuigkeit handelt? Das kann ich gern machen. Also ganz am Anfang, ich glaube, das muss man erstmal sagen, um einfach alle erstmal abzuholen. Ein Automated Market Maker ist keine Staking-Funktion. Staking kommt irgendwann mal später, hat auch mit dem Konsensus erstmal nichts zu tun, aber es ist kein Staking. Das wird ganz oft falsch gesagt und wird auch falsch interpretiert und es nimmt so ein bisschen das Risiko aus der Thematik raus, was nicht passieren sollte. Der Automated Market Maker ist die dezentrale Version von traditionellen Market Making. Traditionelles Market Making, für die, die es nicht wissen, das sind Dienstleister, die dafür bezahlt werden, den Markt zu machen. Das klingt erstmal ein bisschen einfach gesprochen, was nichts anderes bedeutet, als sie kaufen ein Asset, meistens sind das Aktien, und sie bieten den Kauf und den Verkauf zu jeder Zeit an. Das heißt, sie bringen Liquidität, künstlich im Endeffekt künstlich Liquidität in den Markt und sorgen dafür, dass jeder Handel möglich ist und versuchen an den Spreads, die zwischen Ask und Bid existieren, zu profitieren und werden natürlich zusätzlich noch mit Geldern, also es gibt Premiumzahlungen für diese Dienstleister, ne, weil sie eine gewisse Gefahr abfedern müssen, weil sie vielleicht auch ein Asset halten, was ihnen gar nicht gefällt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Market Maker dafür bezahle, dass er auf irgendwelchen zentralen Exchanges ein XRP Dollarpaar liquide macht und ihm gefällt aber der XRP-Coin Mhm. gar nicht, dann würde er es trotzdem halten, der würde trotzdem versuchen, in den Markt zu machen, also ihn liquide zu machen, würde aber für die Gefahr, dass XRP vielleicht total crasht und nichts mehr wert sein wird, würde er mit einer gewissen, also ich würde ihn dafür bezahlen, dass er dieses Risiko aufnimmt. Das ist normales Market Making, was es im traditionellen Sektor gibt. Es gibt auch Market Making, was wie gesagt auch Kryptoprojekte liquide macht. Das wird zum Beispiel, Ripple macht es zum Beispiel, Ripple bezahlt Market Maker, um XRP liquide zu machen auf den zentralen Exchanges. Jetzt haben wir aber das Problem, dass ja Projekte, die auf dem XRP Ledger einen Token ausstellen zum Beispiel, oder neue Startups oder so, die können sich einen Market Maker nicht leisten. Mhm. Also eine traditionellen, die können sich das nicht leisten, da geht es um wirklich viel Geld. Da geht es um zum Teil 50.000 Dollar im Monat, um einfach nur den Markt liquide zu halten. Das können sich viele nicht leisten. Das heißt, so ziemlich alle Projekte und alle Coins auf den dezentralen Exchanges sind immer total illiquide. Das war auch beim XRP Ledger schon immer ein großes Problem. Bei dem dezentralen Exchange, der XRP Ledger hat schon immer ein Limit-Order-Buch gehabt, aber Mhm. hat immer Schwierigkeiten gehabt, diese Orderbücher liquide zu halten. Und irgendwann kam dann Uniswap und diese ganze Automated Market Maker Thematik in die Ethereum-Welt. Und jetzt mittlerweile ist sie halt auch bei dem XRP Ledger angekommen. Bei dem XRP Ledger ist es ein bisschen anders als bei der Ethereum-Welt, weil bei Ethereum der Automated Market Maker zum Teil Layer 2 ist oder als Smart Contract abgebildet wird. Ja, er ist nicht nativ auf dem Mhm. Ledger auf Layer 1. Und das ist einer der größten Unterschiede zu allen anderen Projekten, dass der Automated Market Maker als Funktion zusätzlich zum Limit Order Buch in den DEX integriert wurde. Das heißt, wenn man davon redet, ich nutze den XRP Ledger DEX, dann heißt es nicht mehr so wie früher, ich nutze nur das Orderbuch, sondern ich nutze Mhm. zusätzlich noch den Market Maker. Beide Seiten sind verwoben und Mhm. arbeiten zusammen, um effiziente Preise möglich zu machen, Preisoptimierungen zu machen und immer Liquidität bereitzustellen. Und um das möglich zu machen, gibt es sogenannte Liquidity Pools. Genau, Ja, wenn man, demonstriere uns das gerne mal, denn viele haben mich auch gefragt, wie komme ich dorthin? Ich habe verstanden, was ein Automated Market Maker ist, aber wie ja, funktioniert das jetzt? ja, das ist tatsächlich relativ einfach, weil im Gegensatz zu anderen Projekten, wie gesagt, der Market Maker also einfach nur eine Funktion ist, die auf dem Ledger existiert. Das heißt,
du brauchst keine DApp, sondern im Endeffekt öffnest du einfach nur eine Webseite, die dir die Möglichkeit gibt, mit dieser Funktion auf dem XRP Ledger zu interagieren. Da gibt es ganz viele Webseiten, ja, also wirklich 5, 6, 7 Webseiten, die das möglich machen. Manche bieten das Limit-Order-Buch an, manche bieten den Market Maker an, manche bieten beides gleichzeitig an. Mhm. Und vielleicht gucken wir uns vorher ganz kurz an, was es alles für Automated Market Makers gibt. Also wie viele Mhm. Pools gibt es? Ja? Wir sehen hier erstmal, derzeit sind 4,3 Millionen Tokens gelockt. Also gar nicht mal so viel, aber also ungefähr Mhm. 2 Millionen Dollar sind Token Value locked, also sind gelockt in diesen Pools. Und es gibt diese Paarungen. Die größten Mhm. Paarungen, die hier sind natürlich geordnet und wir sehen schon das oberste Paar USDC XRP. Was sehen wir noch? Bitcoin XRP, Flare XRP, also Die viele Klassiker. Paarungen, die Klassiker. Man muss aber wissen, diese ganzen Tokens, das sind alles ausgestellte Tokens. Ja, also wenn hier zum Beispiel Flare XRP steht oder Bitcoin XRP, dann sind das Bitcoins oder Flare-Tokens, die nicht vom originalen Netzwerk kommen, sondern es sind ausgestellte Tokens auf dem XRP-Ledger. Und man sieht daneben, wer der Aussteller ist. In dem Fall ist es GateHub. GateHub, Mhm. relativ bekannt in der XRP Ledger-Ökosystem als großer Exchange. Der hat die größten Paarungen ausgestellt. Also er ist der Aussteller, ihm muss man vertrauen, also dem Exchange muss man vertrauen. Wenn man in diesen Pool reingeht, vertraut man XRP. XRP hat keinen Aussteller, aber man muss auch dem USDC-Coin in dem Moment vertrauen, der GateHub als Aussteller hat. Mhm. Und wir sehen, dass es bestimmte XRP gibt, die eingeloggt sind. Also da haben schon der Retail-Markt im Endeffekt bis jetzt hat schon 584.000 XRP reingesteckt und der Pool nimmt für Swaps, die man macht, also für Trading, nimmt er derzeit 0,444%. Diese Prozente kommen aus Voting. Die 8 größten Liquidity Pool Tokenhalter in dem Pool voten auf die derzeitige Trading-Gebühr. Mhm. Genau. Schauen wir uns mal ein paar Webseiten an. XP Market nutze ich meistens immer, um mir erstmal generell einen Überblick zu verschaffen. Zum Beispiel wäre es jetzt zum Beispiel, um mal zu testen, ganz spannend, mal in den USDC XRP Pool reinzusteigen. Mhm. Aber ich möchte vorher wissen, mit wie viel Geld kann ich dann reingehen, ohne den Markt zu crashen. Dafür gibt es die Metrik, die sagt uns, dass allein schon das Deposit, also das Reinsetzen von 6.000 Dollar schon den Markt den relativen Preis von diesem Pool um 2% verändern würde, was schlecht ist. Das heißt, dass jemand, der mit 10.000 Dollar da reingehen will, was für viele nicht viel ist, für Mhm. manche ist es viel, für manche ist es nicht viel, für die Institutionellen ist es gar nichts, für uns Mhm. Retailer ist es super viel. Wir würden den Kurs komplett crashen, in dem Moment, wo wir nur 10.000 Dollar reinstecken. Ja, selbst für 6.000 Dollar würden wir ihn schon crashen. Das heißt, wir hätten schon in dem Moment, wo wir so viel Geld reinstecken würden, sofort, wenn wir starten, sofort einen Loss von mindestens 2%, was Ist man es da erstmal nicht wieder auch rausarbeiten kann. wieder ein Hindernis für genau den Use Case, für den der XRP, für die DEX eigentlich auch gebaut ist? Wir sprechen ja im Grunde, was Ja, bedeutet es für XRP? Wir haben gerade von dem Use Case gesprochen. Banken wollen ja auch im Grunde DeFi nutzen, über eine DEX ja. traden und handeln. Und jetzt kannst du nicht, weil du komplett einen Pool crasht. Also, Es ist, ähm, wir ja. haben natürlich bei Automated Market Makern, das war bei Uniswap genauso, wir haben dieses Problem, dass die Pools erstmal starten müssen. Das ist ein Riesenproblem, dass es gibt diesen Flywheel-Effekt, dass je mehr Volumen drin ist, je mehr kann man reinstecken, je mehr Trading wird passieren, je besser können die Gebühren angepasst werden. Also diese ganzen Metriken basieren darauf, dass diese ganze AMM-Pool-Thematik startet. Ja. Also wir sind gerade im totalen Startpunkt. Wir gucken auch nochmal zurück. Ich Ja, am glaube, wir haben ja auch erst 25. gestartet, Es ist, ne? es ist Von super, daher. super early. Ja. Also wir haben ganz wenig, wir haben nur ein paar Monate, seit es jetzt läuft. Es stagniert ein bisschen, das merkt man schon. Ne? Also der große Anstieg hier war ja kurzzeitig ein Bugfix, aber danach gab es einen stetigen Anstieg, aber er stagniert ein bisschen. Hm. Und das Problem ist, der XRP Ledger ist ja im besten Fall dafür gemacht, Cross-Currency-Payments zu ermöglichen. Cross-Currency-Payments sind Bezahlungen, wo ich ich schicke eine Währung los und du möchtest eine andere Währung haben, dann ermöglicht das der XRP Ledger, indem er dieses Währungspaar tauscht. Ja, ich schicke zum Beispiel E-Euro los, du möchtest aber E-US-Dollar haben, dann kann der XRP Ledger dazwischen XRP nutzen oder er kann traden.
über den DEX. Klassische Brückenwährung, von der man immer spricht. Klassische Brückenwährung, genau. Aber damit das funktioniert, brauchen wir Liquidität. Und der Automated Market Maker und der Limit Order Book DEX, die beiden Funktionen sind noch nicht liquide genug, um für Institutionen nutzbar zu sein. Mhm. Das liegt aber auch daran, dass größtenteils wirklich nur der Retail drin ist. Das sind alles keine Werte, die man von Institutionen erwarten würde. Könnte sich 600.000 Liquidität, 600.000? ja. Also 600.000 an Dollarwert sind hier zum Beispiel in diesem Pool drin, was absolut nichts Mhm. ist für eine Institution. Mhm. Wenn wir Jetzt davon hat reden, wir wollen es, 1,2 Billionen Dollar traden, ja, das habe ich mir gerade gedacht. Was ist, wir kommen zu dem nächsten, also das hängt sehr stark damit zusammen. Ripple möchte ja einen Stablecoin einführen. Könnte es sein, jetzt sind wir wieder bei dem Thema XRP-Ledger-Entwicklungen, XRP-Preisthema, der Stablecoin, der ja auch gerade für die Institutionen und Banken interessant wäre, könnte der die ja, Liquidität reinbringen, die man jetzt so dringend braucht? ja, auf jeden Fall, weil die Stablecoin-Märkte riesig sind. Ja, wir haben das große Mhm. Problem, dass auf dem XRP Ledger quasi nur der USDC-Token existiert als Stablecoin und der USDC-Token aber nicht von Circle kommt, sondern von GateHub. Das heißt, er ist mehr oder weniger nicht minderwertig, aber du kannst mit dem nicht groß was machen. Das heißt, wir sind quasi überhaupt nicht Teil dieses großen Marktes. Ja, wenn wir uns anschauen, Mhm. wie groß ist der Markt? 160 Milliarden ist das Market Cap, Total Market Cap vom Stablecoin-Markt. Das meiste davon sieht man hier. Tether alleine hat 110 Milliarden. Das Dann gucken wir ist, uns hier an, die Dominanz, 50% sind auf Ethereum, 35% sind auf Tron. Du wirst hier kein XRP Ledger finden. Und das, Wir sind bei obwohl null. XRP Ledger so bekannt ist. Also Ja, irgendwie ist es auch naheliegend, dass man jetzt so in diese Richtung schielen muss, weil, es ist das, ja, ja. es ist das Henne-und-Ei-Problem. Große Stablecoin-Provider werden niemals auf dem XRP Ledger ausstellen, wenn es da keine Liquidität gibt. Ohne große Stablecoins gibt es aber keine Liquidität. Hm. Also was kommt zuerst, die Liquidität oder erst der Stablecoin? Im Endeffekt, ja, dann schauen wir uns Uniswap an, weil wir bei Automated Market Makern sind. Alleine Tether und USDC, also Circle und Tether, die beiden alleine schon Hm. im Eintagesvolumen auf Uniswap alleine machen schon fast 700 Millionen Dollar Volumen pro Tag. Das sind Werte, die ja komplett fehlen auf dem XRP Ledger. Die existieren einfach nicht. Hm. Und wenn wir uns anschauen, noch von Messari können wir uns noch anschauen, auch noch ganz spannend, das reelle Volumen year to date 5 Monate lang 11 Billionen Dollar. Reales Trading-Volumen in den letzten 5 Monaten. Nur auf Tether. Ja, das Das ist, sind ja alles, das sind ja alles Gelder, die auf Ethereum existieren, aber nicht auf dem XRP Ledger. ja. Und man hofft sich jetzt hoffentlich dadurch, dass dieses Stablecoin eingeführt wird mit regulatorischen Themen. Jetzt sind die natürlich wieder, wären Aussteller durch Ripple und wenn die den Ja, Stablecoin auf den XRP Ledger bringen, das ist ja der ja, Plan, in Kombination mit der Regulation, dann könnte endlich dieses Thema Henne-Ei-Problem erst Stablecoin und dann Liquidität und dann DEX nach oben fahren und dann endlich den Use Case erhöhen, und könnte sich ja damit so ein bisschen auch optimieren. absolut, das ist die Vermutung. Wir können ja mal davon Mhm. ausgehen, dass es den schon gibt. Wir gehen mal davon aus, dass USDC ist kein USDC, sondern es ist jetzt der USD Ripple Coin mit Mhm. XRP gepaart. So, was würde ich also Ja. tun, wenn ich jetzt in den Pool reingehen würde? Ich habe jetzt schon ein paar Seiten vorbereitet. Ähm, Was ich immer gern mache, ich gehe auf DexFi und trade mir zuerst das zweite Paar. Ja? Also der Automated Market Maker erlaubt einen in zwei Möglichkeiten zu investieren. Einmal, indem man nur ein Asset reinsetzt oder indem man beide Seiten reinsetzt. Das Problem ist, wenn man nur ein Asset reinsetzt, also wenn ich jetzt mich dafür entscheide, nur den XRP-Coin reinzusetzen und nicht auch den USD-Ripple-Coin, Mhm. dann muss ich eine Art Strafgebühr dafür bezahlen, dass in der Theorie das andere Asset noch ertradet werden muss. Also dafür, dass ich dem Pool ein Ungleichgewicht bringe, muss ich eine extra Gebühr zahlen. Das kann ich umgehen, indem ich zuerst mir das andere Asset auch ertrade. Also was mache ich? Ich mache einen Trade Simple Swap. Was passiert im Endeffekt, wenn ich jetzt hier einen Simple Swap mache? Werde ich im Endeffekt auf dem Limit Order Book DEX, also dem ganz normalen Orderbuch von dem XRP Ledger, werde ich mir das andere Asset ertraden. Mhm. Mache ich das? Ich möchte mit XRP bezahlen und ich möchte USDC von GateHub
der Aussteller, möchte die halten. Das Schöne beim XRP Ledger ist, dass natürlich alles irgendwie nichts kostet. Also es gibt quasi keine Gebühren und alles ist So total geil. billig. Das heißt, ich kann hier Ja. wirklich Kleinstbeträge nehmen. Ich könnte jetzt ein XRP verkaufen für USDC, aber wir machen mal 10. Ja, ich mache mal 10. Ne? Slippage bedeutet, wie viel Abweichung erlaube ich von dem, was ich eigentlich, ich möchte 5,2 USDC erhalten, aber Minimum durch die Slippage ist das Schlechteste, was ich kriegen kann, ist 5,174. Das ist das, was ich erlaube, sozusagen. So, also der Plan ist, ich verkaufe jetzt XRP und bekomme Receive, ich bekomme USDC von GateHub. Ich mache einen Swap. Was passiert im Endeffekt? Es öffnet sich eine Transaktion in meiner Saman Wallet, die ich jetzt bestätige. Also ich akzeptiere sie. Ich gebe mein Passwort ein, bestätige nochmal. Und das war's schon. Kurze Verifizierung. Fertig. Das heißt, was ist gerade passiert? Ich habe auf dem Orderbook DEX habe ich gerade getradet. Das werde ich auch hier sehen können. Das kann jetzt sein, dass es ein bisschen verzögert ist. Ja. Wenn ich jetzt hier bei My Trades gucke, das könnte jetzt sein, dass es ein bisschen dauert. Wir können auch noch mal schauen. Ich kann hier auf XRP Scan auch natürlich meinen Account mir mal kurz anschauen. Und da sehe ich schon die Offer, die ich gesetzt habe. Offer sind Limit Orders, die ich auf dem Orderbook DEX setze. Ja, das sind die 10 XRP, die ich da gesetzt habe. Ich müsste jetzt, wenn ich jetzt gucke bei Tokens, genau. Ich hatte vorher schon ein paar USDCs gehabt, deswegen sind jetzt hier 8. Ja. Aber ich habe jetzt 8,01 USDC. Wow. So. Also ihr seht, das ist, man sieht es sieht wirklich wie ein normales zentrales Orderbuch aus, aber es läuft Ja. einfach, ja, ohne Es wird, irgendeine Kontrollinstanz. Es läuft einfach alleine über Contracts. es sind keine Smart Contracts. Es ist alles Bei nativ. einem beim AMM, sorry. Auch der Automated Market Maker ist kein Smart Contract. Also man kann ihn Sondern? als großen Smart Contract bezeichnen, aber es ist eine native Funktion. Beim XRP Ach Ledger gibt stimmt, es das war der sogenannte, Unterschied. Jetzt haben wir es, genau, genau. es Ja. gibt die sogenannten Primitives, mit denen man programmieren kann und die erlauben, dass man alles nativ bauen kann. Es gibt beim XRP Ledger keine Smart Contracts, auch der Automated Market Maker nicht. Das heißt, die typischen klassischen Sicherheitslücken oder Sicherheitsprobleme, die man auf anderen Smart Contracts vielleicht hat, weil sie unauditiert sind, die gibt es im besten Fall auf dem XRP Ledger nicht. Gucken Also wir mal, ob der genau nochmal zur Wiederholung, das ist der spannende Unterschied nochmal zwischen einem Uniswap, zwischen Uniswap zum Beispiel und dem, was jetzt auf dem XRP Ledger ist, dass es nativ stattfindet, wir keine Smart Contracts haben in dem Sinne und dadurch im Grunde direkt interagieren. Zusätzlich noch dazu, also ja, richtig. Zusätzlich aber noch der große Unterschied, Zentral Limit Order Books, CLOBs. Die gibt es auf Ethereum nicht. Die gibt es auf ganz vielen Blockchains nicht, weil die Rechenleistung dafür nicht da ist. Das ist auch noch ein großer Unterschied. Also der XRP Ledger hat ein Limit Order Book schon immer gehabt und viele Blockchains werden nie ein Limit Order Book haben. Zusätzlich hat der XRP Ledger nicht nur das Order Book, sondern Automated Market Maker und beide sind zusammen. Also du wirst immer, wenn du mit dem Limit Order Book interagierst, auch mit der Liquidität vom Market Maker interagieren. Wenn du mit dem Market Maker interagierst, auch mit dem Limit Order Book. Also der XRP Ledger Also kombiniertes Modell. Ja. Absolut. Auch in Zukunft. Es gibt noch andere Dinge, die hinzukommen. Das kann gut sein, dass in der Zukunft auch noch mehrere Funktionen kommen, die dann noch ein drittes Paar Schuhe dazu bringen. Wollte ich dich auch fragen, also wir sind jetzt auch so nochmal bei, wir haben das Thema jetzt Automated Market Maker, dann Stablecoin, also alles sind ja positive Shifts in Richtung mehr Anwendungsfall auf dem XRP-Ledger. Alle Ja. sitzen wir wieder bei dem Thema, was bedeutet es für den XRP-Preis? Spricht ja immer positiv für den Preis von XRP und die Prognosen. Es gibt noch ein weiteres Thema. Wir wollen uns über die X-Chain Bridge noch vielleicht ganz kurz unterhalten. Die hängt ja auch so ein bisschen mit diesem ganzen Thema zusammen. Du hast da, glaube ich, auch was vorbereitet. Kannst du uns da mal ein bisschen einführen? Kann ich zeigen. Vielleicht vorher noch ganz kurz das wirkliche also wir haben jetzt noch gar nicht mit dem Market Maker interagiert. Also ich habe jetzt noch gar nicht
XRP oder USDC in den Pool reingesteckt. Vielleicht mache ich das ganz gut, das geht ganz schnell. Gerne. Wir nutzen dafür diese Bist du Webseite. schnell? Nee, alles gut. Ich will im Endeffekt das nur kurz zu Ende bringen, dass die Leute, die zuschauen, auch sehen, wie einfach das wirklich ist, also wirklich Teil dieses Pools zu werden. Wir fügen Liquidität hinzu. Ich möchte ein XRP hinzufügen, möchte dazu noch 50, also die zweite Paarung ist USDC, 53 Cent zu gleichen Anteilen, 50-50. Deposit. Jetzt muss ich wieder eine Transaktion bestätigen. Und dann ist quasi der Prozess fertig. Dann bin ich Teil der Pools, also im Endeffekt des einen Pools, in dem ich jetzt hinzugefügt bin, aber ich bin jemand, der quasi Liquidität hinzufügt, der jetzt automatisiert Dienstleister ist und Liquidität bereitstellt, wie ein traditioneller Market Maker das auf Orderbüchern machen würde. Und du Bloß halt bekommst Anteile an den Fees, die erzielt werden, richtig? Richtig. Ich bekomme Anteile an den Fees und die Arbitrager, die in dem Auktionsslot versuchen, einen Discount zu kriegen für die Gebühren, die verbrennen auch noch Liquidity Pool Tokens. Das heißt, nicht nur wird mein Anteil größer, sondern auch mein Wert, den ich halte in der Zeit. Bedeutet auch so, je Mhm. länger ich halte, je mehr kriege ich im Endeffekt. Das kann man sich jetzt auch hier anschauen. Ich weiß nicht, ob wir das machen wollen, ist ein bisschen technisch. Mhm. Ne? Wir haben jetzt hier deposited, wir sind jetzt hier drin. Wenn ich jetzt mir jetzt nochmal den Pool angucke, könnte ich jetzt jederzeit auch mir das wieder rausholen. Aber ich habe jetzt 1,07 Dollar Total Value gelockt und bin jetzt Teil dieses Pools. Ja, Genau. spannend. Und Und vor warte allem jetzt ist hier auch quasi auf die wieder, Geld. genau, du wartest auf die Gelder. Und das Schöne ist, wenn du jetzt länger drin bist und länger drin bist und länger drin bist und der Pool, die Liquidität nach oben geht, dann wird der Anreiz auch stärker gesetzt, dass man sein Geld länger drin lässt. Voraussetzung, dass viel getradet wird. Das ist Ja. halt die Hoffnung. Die Hoffnung ist, dass dieser Pool wirklich oft genutzt wird, dass Leute viel traden, dass viel Volumen kommt, viel Tradinggebühren zusammenkommen, damit dieser APR-Wert hoch ist, damit ich halt auch mein Impermanent Loss outperforme. Impermanent Loss, nur ganz kurz erklärt, ist der Unterschied zwischen jemandem, der nicht in den Pool reingeht und jemandem, der nur hält. Also wenn Mhm. die Trading-Strategie nur zu halten besser ist als jemand, der in den Pool reingeht, dann habe ich viel Impermanent Loss. Wenn ich mit meinem Deposit in dem Pool mehr Geld verdiene durch Tradinggebühren und so weiter, als jemand, der nur gehalten hat, dann habe ich quasi gewonnen. Das ist das Ziel. Dann Mhm. habe ich keinen Impermanent Loss. Das ist unglaublich spannend. Also sehr, sehr vielschichtiges Thema. Ja, da kann man Ähm, sehr viel drüber reden. Es gibt ja auch noch Trading-Fees und jetzt kann man hier im Auktionsslot traden. Also es ist echt viel möglich. Ja. Auch viel einzigartig auf dem XRP Ledger, was man woanders nicht findet. Also zum Beispiel dieser Auktionsslot ist sehr spannend, weil der sehr einzigartig ist. Aber das ist halt für Arbitrager, das wäre jetzt schwierig zu erklären, weil ich selbst auch kein Arbitrager bin. Im Endeffekt macht der Auktionsmechanismus nur, dass der Arbitrager eine Möglichkeit besitzt, die Tradinggebühren durch 10 zu teilen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Gebühren 1% sind, dann müsste er halt eben nur 0,1% Gebühren zahlen, wenn er diesen Auktionsslot gewinnt. Mhm. Dafür müsste er Liquidity Pool Tokens verbrennen. Genau, du hattest Hm. die X-Chain Bridge Genau. angesprochen. Das war jetzt Automated Market Maker, Stablecoin-Thema. Unser Richtig, drittes Thema, das wir uns rausgepickt haben, ist die Bridge. genau. Die Bridge. Die X-Chain Bridge heißt zwar X-Chain Bridge, aber im Endeffekt bedeutet es mehr, dass es um die Sidechain-Geschichte geht. Also es geht weniger darum, großen Brücken zu schlagen. Da gibt es andere Projekte, die da viel besser sind, meiner Meinung nach. Also wir haben ganz klassisch, wir haben Overledger, SATP, wir haben Flare, Layer Spannend. Cake. Ja, wir haben super viele Bridge-Protokolle, die eigentlich optimiert wurden fürs Bridging und XLS 38 ist ein XRP Ledger natives Protokoll, also XRP Ledger natives Feature, was Sidechains ermöglichen soll. Vielleicht für dieses Bild, weil es vielleicht ein bisschen erschlagend wird, zur Übersicht. Wir fangen in der Mitte an. RippleD sollte allen bekannt sein, das ist die Node-Software. Wenn ich von XRP Ledger rede, rede ich von RippleD. Man kann jetzt RippleD installieren auf seinem Node und wird, wenn man die klassische RippleD Software nutzt, wird man Teil des XRP Ledger Netzwerks sein. Das XRP Ledger Netzwerk ist öffentlich, es ist verteilt.
Jeder kann daran teilnehmen, es ist dezentral und es gehört der Community. Man kann NFTs erstellen, man kann Tokens erstellen. Und diese Bubble, der XRP Ledger, kann auch XRP Ledger Sidechains haben. Wenn ich jetzt hier in ich schaue mir jetzt diesen Teil an, diesen Teil, der die Sidechain ausmacht. Das ist genau dieser Teil, wo dieses Proposal dann zustande kommt, ne? Dieses Exchange Bridge. Wir vergrößern das quasi ganz kurz und schauen rein, was passiert eigentlich. Wir teilen diese beiden Chains auf in eine Locking Chain und eine Issuing Chain. Die Locking Chain ist die Blockchain, wo die Tokens und auch die Coins gelockt werden. Und wir haben einen Witness-Server, das ist ein Attestation-Server, der quasi bestätigt oder attestiert, dass Dinge auf den Chains passiert sind. Also wenn ich XRP einlogge, dann schaut sich dieser Attestation-Server an, ist das wirklich passiert? Wenn ja, dann sage das der Issuing Chain. Die Issuing Chain in dem Fall ist dann die Sidechain. Das kann zum Beispiel die uns bekannte EVM-Sidechain sein, die jetzt derzeit von PeerSys gebaut wird. Genau. Da würden dann die XRP in Wrap-Form ausgestellt werden, die vorher gelockt sind. Locke ich 2 XRP, können auch nur 2 XRP gerappt sein. Also es kann nie mehr gerappt sein, als vorher gelockt wurde. Verbrenne ich wieder Wrapped XRP, können diese XRP aus dem Account wieder rausgenommen werden und können weiterverwendet werden. Also die XRP auf dem XRP Ledger werden nicht verbrannt, sondern sie werden nur weggesperrt. Und dasselbe gibt es auch auf der anderen Seite, das sind wir wieder bei der Ripple-Seite, das ist die Private CBDC Ledger Software-Seite. Da sind wir bei dem CBDC Ledger. Der CBDC Ledger oder einer von den CBDC Ledgers sind Forks oder private Kopien von RippleD. Das sind private Chains, ja, sind auch verteilt, aber sind halt privat und nicht jeder kann darauf zugreifen. Ist klar, jetzt zum Beispiel im Euroraum, die Europäische Zentralbank würde nicht gern wollen, dass wir auf diesen Blockchains halt arbeiten. Das sind die zentralen Chains. Aber auch diese Chain, weil sie ein Fork von RippleD ist, kann auch Teil von XLS38 sein. Also, das heißt, auch ein CBDC-Ledger kann eine CBDC-Ledger-Sidechain bauen. Nach denselben Prinzipien. Genauso gut kann auch ein CBDC-Ledger eine Sidechain vom XRP Ledger sein. Das heißt, man könnte über die Ripple CBDC-Plattform theoretisch einen CBDC-Ledger erstellen, der die Sidechain vom XRP Ledger ist und XRP als nativen Coin besitzt. Das funktioniert. Oder Tokens, die von einer Chain zur Sidechain geschickt werden. Und ganz klassisch Interledger für Bezahlungen. Ich will von einer Chain zur anderen bezahlen, nutze ich Interledger-Protokoll. Das heißt, was bedeutet es jetzt für den XRP-Preis vom Anwendungsfall? Also ja. Momentan ist es so, wir haben XRP, wir haben innerhalb des XRP-Ledgers weniger Möglichkeiten für die Cross-Funktionalitäten. Was passiert da jetzt? Was kann jetzt alles so, wie kann es jetzt auswirken? Die Auswirkung ist eigentlich relativ leicht. Es geht ja um Angebot und Nachfrage. In dem Moment, wo ich XRP wegsperre, habe ich weniger Angebot auf dem XRP-Ledger selber. Klar, ich habe diese XRP in gerappter Form auf der Sidechain. Da gibt es wieder eine ganz andere Nachfrage, vielleicht auch einen ganz anderen Use Case. Aber für den XRP Ledger sind diese erstmal weggesperrt. Das heißt, wir haben ein ganz klassisches Verhältnis. Es gibt mehr Nachfrage auf weniger Angebot. Theoretisch müsste das den Preis erhöhen. Praktisch wissen wir ja, wie es ist. Gute Nachrichten sorgen dafür, dass der Preis fällt. Also ja, durch die Sidechains, ob das jetzt von der privaten, zentralisierteren Seite herkommt, Stichwort CBDCs, digitales Zentralbankengeld ausgestellt von Zentralbanken, haben wir die Möglichkeit, aber auch XRP wegzulocken, genauso wie bei öffentlichen Sidechains, ganz normale Community-Projekte. Das heißt, wir haben ein hybrides Modell, alles sorgt über die Bridge. Die Funktion ist jetzt schon eingeführt oder ist sie in Planung? Die ist gerade in Planung. Wenn ich mir jetzt hier anschaue, wir schauen uns das kurz an, bei den Amendments, X-Chain Bridge, es wurde seit Version 2 veröffentlicht. Es gibt gerade 12 Ja-Stimmen. Wir brauchen 29, 28 ist der Grenzwert. Wir brauchen +1, wir brauchen 29. Wir sind gerade bei 34%. Wir brauchen über 80. Um dann so halt so, ja. in so einer 2 Wochen Aktivierungszeitspanne zu kommen. Würde im Endeffekt wirklich diese Bedeutung, egal was ich benutze, ich locke im Grunde durch höheren Anwendungsfall und Nachfrage auf beiden Seiten XRP weg. Ja, genau. Also die XRP verschwinden nicht, sie werden eingeloggt und woanders weiterverwendet auf einer anderen Chain.
Aber wie gesagt, in dem Moment, wo ich sie weglocke, habe ich natürlich auf dem XRP Ledger selber weniger Angebot. Also Das heißt, würde es theoretisch jetzt Tokenomics, schlagartig weggelockt werden auf einen Schlag, dann könnte auch der Preis vorübergehend mal etwas ja, steil nach oben gehen. wir sind wieder bei dem Thema. Wenn ich jetzt hier anstatt Das 70, 80 Thema. mache, dann habe ich ein paar Euros mehr auf dem Konto. Es ist halt, es ist halt die große Frage, ob sich das halt alles so Ja. ausspielt, wie man sich das so Hm. vorstellt. Ich meine, nur weil man Wissen die tut man es Theorie, nicht, ne? richtig, Ja. man redet über die Theorie, ob die Praxis im Endeffekt sich so ausspielt, weiß man nicht. In jedem Fall sind es gute Entwicklungen. Gibt es vielleicht noch, wo du sagst, so, da müssen wir drauf achten? Wir haben es schon ein bisschen so mitbekommen, die Funktionen von der DEX sind noch nicht so da, von der Liquidität her, dass man jetzt doch noch irgendwie hofft, wie kriegen wir es mit dem Stablecoin irgendwie gelöst? Die Bridge ist auch noch nicht draußen, wird die Nachfrage bedient werden? Das sind alles so Punkte, wo man jetzt eigentlich einen unklaren Status hat, auch wenn die Nachrichten erstmal positiv euphorisch stimmen. Hast du noch etwas, wo du sagst, abschließend so, darauf müssten wir jetzt noch so ein bisschen achten? Das haben wir vielleicht noch nicht erwähnt. Letzte Frage. Genau, letzte Frage. Es gibt ein paar Themen, die derzeit besprochen werden. Ein paar sind jetzt gerade dabei, abgestimmt zu werden. Es gibt da wirklich ein paar lustige Sachen, wo ich der Meinung bin, die bringen den XRP Ledger weiter. Einer davon müsste DID sein. Wir wissen ja, dass der Kryptomarkt in so einer Art Wildwesten-Status ist. Alle sind pseudonym, keiner weiß so richtig, wer es wäre. Und das Mhm. große Problem der Institution ist, nutzen sie den Automated Market Maker, wissen sie nicht, ob sie nicht Terroristengelder verwenden. Das ist so doof, wie es klingt, es ist leider die Wahrheit. Mhm. Ähm, Solange keine KYC-Permissioned Pools sozusagen auf dem öffentlichen XRP Ledger existieren, wird eine Institution keine Gelder reinstecken. Die wollen, Mhm. wenn sie einen Automated Market Maker Pool nutzen oder Liquidität vom DEX, wollen sie wissen, wer hat die bereitgestellt. Es muss Ja, reguliert werden, aber ja. und dafür ist DID. DID ist eigentlich ganz einfach gedacht. Es ist ein Identifier, der zusätzlich an deinen Account kommt. Also du hast einen XRP Ledger Account, fügst noch einen Identifier hinzu und dieser Identifier nach Web3 Konsortium Standard, ist auch schon ewig alter Standard, ähm, also zeigt auf die Dokumente, die du zum Beispiel bei den Behörden hältst. Du hast zum Beispiel Personalausweis, der wird irgendwo gehalten und der Identifier würde dorthin zeigen. Also wenn jetzt jemand wissen will, wer du bist, der will deinen KYC-Status abfragen, zum Beispiel, würdest du das über diese DID erlauben. Würdest sagen, ja, du Mhm. darfst jetzt quasi meinen KYC-Status sehen. Die Institution würde zum Beispiel dann wissen, dass ich als jemand, der in einen Permissioned AMM-Pool investiert, KYC verifiziert bin. Das heißt, ich bin kein Mhm. Terrorist, ich bin AML-konform sozusagen und man kann mir vertrauen, dass meine Liquidität sozusagen auch durch das Finanzamt gegangen ist und Steuern bezahlt wurden und genau, alles so, wie es Mhm. sein soll quasi. Und es ist auch GDPR und DSGVO-konform, weil man das Recht auf Vergessen haben muss. Das heißt, die Dokumente, die Mhm. Personalausweise und so dürfen nicht auf öffentlichen Blockchains sein, weil dann wären sie immutable, du könntest sie nicht wieder löschen. Das wäre schlecht. Mhm. Das ist auch wichtig zu wissen, dass man jetzt nicht erwartet, dass die Dokumente alle auf der Blockchain landen, sondern die werden weiterhin in irgendwelchen Behörden landen, dort liegen in irgendwelchen Datenbanken. Mhm. Vielleicht sogar privaten Blockchains, aber halt private Blockchains. Mhm. Es ist einfach nur wie so eine Art Siegel nach außen hin, also wenn man eben im Grunde interagiert mit dem Ledger, dass man weiß, okay, wenn der eine verknüpfte Identität hat, dann ist Ja, da irgendwas vorweg passiert, ohne zu wissen, was passiert ist, aber man kann dadurch vertrauen. man weiß, wo man nachschauen kann. Und Ja. man weiß, wen man anfragen kann. Und der angefragt wird, kann kryptografisch beweisen, dass die Daten, die er da freigibt, auch stimmen. Wie Also die weit sind kryptografisch die ablegen. wie weit ist dieser Prozess? Sind wir da auch noch in einem Abstimmungsthema drin? Genau, selber Prozess, selbe Anzahl von Ja-Stimmen. Mhm. Das liegt daran, dass es für diese beiden Proposals jetzt in der Version 2.2, in der nächsten, die kommt, Mhm. gibt es Fix Amendments. Also das sind Proposals, die ähm, entwickelt wurden, die noch abgestimmt werden müssen, die bestimmte Bugs fixen. Die müssen zuerst Mhm. implementiert werden, bevor die Validatoren auf diese beiden Amendments voten. Also theoretisch könnten auch diese beiden Amendments vor dem Bugfixes online gehen, aber sehr unwahrscheinlich, dass es ein Validator zulassen würde. Mhm. Das heißt, wir fassen das Ganze nochmal zusammen, Krippenreiter.
Mhm. Aktuelle Entwicklungen sprechen sehr stark dafür, dass man sich auf höhere Volumina auf dem XRP-Ledger vorbereitet. Ja, ja. Also es geht darum, alles möglich zu machen, um das Volumen zu erhöhen. Ob es Ja. Stablecoin ist, ob es institutionelle Verifizierungen sind, Authentifizierungen, Autorisierungen, alles, was die ID betrifft. Man möchte über Sidechains sich anheften an das größere Ja. Netzwerk, das EVM, Ethereum-Netzwerk. Ja, man möchte sich mit Cosmos verbrüdern und mit Hedera und mit allen Chains, die es so gibt, möchte man interoperabel sein, um Transaktionsvolumen auf den XRP-Ledger zu bringen und damit auch Liquidität. Ein absolutes Muss, vor allem gerade jetzt, wenn wir sagen, wir träumen von diesem Internet der Werte, Internet of Things, da wird nicht die eine Blockchain für alles verantwortlich sein, es wird gar nicht funktionieren. Wir haben es mitbekommen, es sind unglaublich viele Transaktionen, die es geht, die kann ein einzelnes Netzwerk nicht bewältigen. Von daher finde ich das eine sehr, sehr spannende Entwicklung, wo wir uns dahin bewegen. Und ja, Krippenreiter, ein toller, toller Typ. Er hat einen Twitter-Kanal, super, super spannende Themen, die er da für uns immer aufbereitet. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Wenn ihr Fragen habt zu diesem ganzen Thema XRP und den aktuellen Entwicklungen, schreibt gerne eure Gedanken, eure Fragen unter das Video drunter. Wir beide versuchen darauf zu antworten und ich habe unglaublich viel gelernt in dieser Zeit mit dir. Danke für das Gespräch und dass du das alles so super erklärt hast und uns geteilt hast. Danke für die Einladung, war super toll. Gerne wieder. Gerne. Mach's gut. Ciao, ciao.